Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich was Feines für die kleine Kaffeetafel dabei. Es ist ein ganz kleiner Kastenkuchen mit Streuseln und mit einer Erdbeerfüllung. Die Zutatenliste findet ihr in der Infobox unterm Video. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachmachen. Los geht's! Zuerst siebe ich 300 Gramm Mehl in die Schüssel, das mache ich immer. Dadurch wird mein Teig fluffig und locker. Dann füge ich ein Päckchen Vanillezucker und 30 Gramm normalen Zucker, eine Prise Salz und ein halbes Päckchen Trockenhefe hinzu. Dann noch ein Ei, das Ei sollte zimmerwarm sein, 30 Gramm weiche Butter und 125 Milliliter lauwarme Milch. Die Zutaten verknete ich dann mit den Knethaken eines Handmixers zu einem Teig. Das geht ungefähr 5 Minuten und dann lasse ich ihn eine Stunde gehen. Er klebt etwas, ich lasse ihn jetzt aber auch so, er wird noch etwas fester. Eine Stunde später gebe ich meinen Teig auf die bemehlte Arbeitsfläche und rolle ihn dann rechteckig aus, ungefähr 25 x 40 cm. Und vorab habe ich eine kleine Kastenform eingefettet und mit etwas Mehl bestäubt. Die Backform ist 25 x 11 cm groß. Und jetzt verteile ich die Marmelade einigermaßen gleichmäßig auf dem Teig. Ich habe mich für die Erdbeermarmelade entschieden und ich nehme auch nie so viel Marmelade. Ihr könnt natürlich auch das Doppelte nehmen und auch einen anderen Geschmack. Dabei lasse ich rundherum einen etwa 2 cm breiten Rand frei. Dann rolle ich den Teig auf. Die Rolle kommt dann in die Kastenform mit der Naht nach unten und ich lasse das Ganze nochmal zugedeckt eine halbe Stunde gehen. Und in der Zwischenzeit verknete ich 80 Gramm Mehl, 50 Gramm Butter und 40 Gramm Zucker zu einem Streuselteig und stelle ihn erstmal beiseite. Die halbe Stunde ist vorbei, jetzt bestreiche ich die Rolle mit etwas Milch. Ihr könnt aber auch ein Eigelb nehmen oder auch eine Mischung aus einem Eigelb und etwas Milch. Also das Eigelb macht den Teig oder den Kuchen später auch etwas dunkler und dann glänzt er auch schön. Ich nehme heute nur die Milch und dann verteile ich die Streusel gleichmäßig auf dem Teig. Ich bin jetzt fertig und so sieht's aus. Verteilt die Streusel auch schön in die Ecken. Und jetzt kommt der Kuchen in den vorgeheizten Backofen für ungefähr 35 Minuten plus minus 5 Minuten, je nach Backofen. Der Backofen wird entweder auf 180 Grad Ober- und Unterhitze oder auf 160 Grad Umluft eingestellt. Wenn der Kuchen fertig gebacken ist, lässt man ihn am besten auf einem Gitter vollständig erkalten. Und hinterher kann man ihn entweder mit Puderzucker oder mit dem normalen Zucker oder auch mit etwas Zimtzucker bestreuen. Das ist Geschmackssache. Dann anschneiden und servieren. Als ich meinen Kuchen angeschnitten habe, war er leider noch etwas warm, aber natürlich auch so ganz lecker. Und noch ein Tipp von mir, man kann noch eine Portion Streuselteig machen und die Streusel dann auf der Marmelade verteilen, also Streusel im Kuchen und auf dem Kuchen, das schmeckt auch super gut. Dann müsste man aber mehr Marmelade nehmen. Und hier nochmal die Nahaufnahme von meinem Kuchen, er ist ganz weich und fluffig geworden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!